In einer Nacht von 15 Mitgliedern zu 25. Der 1. Mai 2004 wird wohl für immer die größte Erweiterungswelle der Europäischen Union bleiben. In 8 Ländern Mitteleuropas und 2 Inselstaaten im Mittelmeer wurde die EU-Flagge gehisst. Weißrussland, die Ukraine und Syrien wurden zu unmittelbaren Nachbarn der EU. Und nicht selten staunten 75 Millionen neue EU-Bürger über die Solidarität, deren sie nun teilhaftig wurden. Vytautas Landsbergis führte Litauen als erste der baltischen Republiken in die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. They first could not believe that any assistance in money may come for nothing. It was unbelievable for common people. Grenznahe Regionen innerhalb der EU, wie das ostdeutsche Brandenburg, hatten unter ihrer Randlage wirtschaftlich gelitten und profitierten nun umso mehr von der Erweiterung. Elisabeth Schröter stammt aus dieser Region und gilt als Spezialistin zur Erweiterung. Der Wunsch, Richtung Polen zu arbeiten, dort die Zusammenarbeit zu suchen, hat einen richtigen Schub gekriegt. Weil es nämlich so ist, wenn die Arbeitnehmer nicht rüberkommen können, geht das Kapital eben rüber. Es entwickelt sich in der Außenbereich der Europäischen Union immer besser, an der EU-Grenze und der Innenregion trägt die Last. Und diese Last haben wir abgeschmissen. Die Regierungen der neuen EU-Staaten hatten die letzten 8 bis 14 Jahre mit Verhandlungen zugebracht und nicht immer waren die sogenannten Kopenhagen-Kriterien für den Beitritt leicht zu erfüllen. Elmar Brok war 1999 bis 2004 Hauptberichterstatter des Europäischen Parlaments zur Erweiterung. Aber ich glaube auch der Druck, der in den Ländern da war, nicht letzter zu sein, dass es ein Stückchen Wettbewerbscharakter hatte. Für den einen oder anderen hoffnungsvollen EU-Anwärter war das Tempo allerdings kaum zu halten. Rumänien und Bulgarien wurde frühzeitig signalisiert, dass sie sich noch etwas gedulden müssten, bis auch sie beitreten könnten. In anderen Fällen zeigte sich die EU nachgiebiger. Ich würde heute mehr Wert darauf legen, dass doch die administrativen Fähigkeiten in Mitgliedsländern stärker ausgebaut werden. Weil dieses für Umsetzung von nationaler, aber auch europäischer Politik von großer Bedeutung ist. Wenn solche inneren Strukturen nicht wirklich einen Europastandard hat, ist es natürlich sehr viel schwieriger für ein Land, auch die notwendigen positiven Entwicklungen zu machen. Wir haben das mitgeschleppt als Problem. Und es ist viel schwieriger zu lösen jetzt, wenn die Mitglieder sind, weil sie natürlich dann sagen, nö, wir wollen das nicht lösen. Und da war die EU extrem nachlässig in der Erweiterung. Extrem nachlässig. Die Erweiterung 2004 und der Beitritt Rumäniens und Bulgariens veränderten das Gesicht der EU nachhaltig. 27 Mitglieder hat die Union jetzt. Sie verhandelt mit 5 Staaten des westlichen Balkans sowie mit Island und seit 23 Jahren mit der Türkei. Beim Begriff EU-Erweiterung wird man aber noch lange Zeit an den 1. Mai 2004 denken. The center of the EU did shift neither geographically nor towards greater realism. Anyway, the EU with us is something new. For a joy or for trouble, let others say about it.